English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein wunderhübsches Intro-Tierchen heute, eine Epicrates maurus, eine braune Regenbogenboa. Das Ganze als Albino, wie ihr sehen könnt. Also die Maurus, das ist eigentlich das, was schade ist bei der Maurus. Die sind als Baby eigentlich hübsch, haben eine hübsche Zeichnung drauf. Und umso größer sie werden, umso brauner werden sie. Da verliert sich die Zeichnung. Und so eine adulte Maurus ist relativ einfarbig braun. Regenbogenboa heißt sie auf Deutsch, also das Regenbogenschillern haben die Maurus da noch ein bisschen, aber eben fast einfarbig braun. Und das Ganze als Albino ist meiner Ansicht nach echt attraktiv, weil es schön gelb-weiß ist. Wirklich eine hübsche Schlange, auch tolles Terrarientier, immer problemlos, fressen wie die Scheunendrescher, Bodenbewohner, ja, kann man ein mittelgroßes Terrarium machen für die. Also wirklich eine tolle Terrarienschlange. Und wie gesagt, als Albino finde ich sie wunderhübsch. Und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Wir haben ja unser Reptilien-ABC gemacht. Wir sind mittlerweile schon beim I. Haben euch gefragt, was wollt ihr übers I hören? Und war gar nicht so einfach. Man denkt, I, da gibt es ja massig, aber da gibt es tatsächlich gar nicht so viel. Was oft kam, war die Indigo-Natter. Ist eine super Idee. Aus zwei Gründen habe ich es nicht genommen. Zum einen, es gibt ja schon eine Indigo-Folge, die wir beim Tobi Dold und der Wolfgang Schäberle, da haben wir mal eine Indigo-Folge gedreht. Das ist die Folge 68, haben wir da gemacht über die Indigo-Nattern. Zum einen, aber das ist auch schon wieder eine Weile her, also ich hätte womöglich noch eine neue Folge wieder gemacht, hätte ich Indigo-Nattern da. Das ist das Problem, ich habe keine Indigos. Es ist wirklich, man kriegt immer weniger. Also früher, Indigos hat man immer irgendwo mal welche gekriegt, aber man kriegt wirklich immer weniger her. Deswegen kann ich euch leider keine Indigo-Folge bieten. Sollte ich mal wieder irgendwie zufällig an Indigo-Nattern kommen, an mehrere Tiere zum Zeigen oder jemand wissen, dann mache ich das gern. Der zweite Vorschlag, der oft gemacht wurde, ist I wie Inkubation. Auch über Inkubation haben wir eigentlich schon eine Folge, aber es wurde auch schon öfters mal gefragt, diese Geschlechtsbestimmung über die Inkubationstemperatur. Also Thema Inkubation und wie kann ich bei der Inkubation das Geschlecht meiner Reptilien steuern. Das wollen wir heute als Thema machen. Da gehen wir auf die drei verschiedenen Typen ein, die es da eigentlich gibt bei der Steuerung des Geschlechts. Da gibt es eigentlich drei grobe Kategorien, die man machen kann. Auf die Nachteile oder auf die Risiken, die es dadurch gibt, eingehen. Und ganz zum Schluss wollen wir auch noch auf die Dinosaurier eingehen, was die womöglich damit zu tun haben. Was haben die beiden Tiere miteinander gemeinsam, außer dass es Reptilien sind? Hier eine Bartagame, hier eine Aldabra-Schildkröte. Gemeinsam haben sie, dass sie sich sie sind beide eierlegend und diese Eier lassen sich über die TSD, Theodor Siegfried Dora, Temperature Dependent Sex Determination auf Englisch, auf Deutsch sagt man TGD, temperaturabhängige Geschlechtsdeterminierung. Determinierung ist wieder Englisch, aber trotzdem auf Deutsch TGD. Lässt sich bei diesen Reptilien durchführen. Also das heißt, je nachdem, wie warm oder kühl ich die Eier inkubiere, kann ich die Geschlechter bestimmen. Na toll, das funktioniert bei Schildkröten, das funktioniert bei Bartagamen und auch bei anderen Reptilien. Grob unterscheidet man drei Arten von Die zeigt ihren Unmut hier. Man unterscheidet drei Arten von TSD. Also ich verwende eigentlich das englische Wort TSD. Das ist ein bisschen geläufiger auch im deutschen Sprachgebrauch. Es gibt drei Typen von TSD.
Man kann es auch immer mit Buchstaben abkürzen, also den Typ 1, das ist MF, ja, Male und Female. Male, Female heißt, niedrige Temperaturen gibt Männchen, höhere Temperaturen gibt Weibchen. Ne? Also so ist es wohl bei, so ist bei den Bardergamen. Da gibt es eine Studie drüber. Australische Wissenschaftler haben da eine recht große Studie drüber durchgeführt, die das aussagt, dass die in die Kategorie MF gehören. Ne? Alles, was kühl inkubiert wird, gibt Männchen. Alles, was warm inkubiert wird, gibt Weibchen. Die Knackschwelle ist wohl 32 Grad bei den Bardergamen. Also alles über 32 Grad gibt nur Weibchen, Females. Alles, was ab 24 Grad sind alles Männchen. Und zwischen den 24 und den 32 trifft sich irgendwo in der Mitte, dass es ausgeglichen ist. Ne? Also wenn ihr ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben wollt, dann müsst ihr irgendwo euch zwischen den 24 und 32, ich denke, das wird relativ linear sein, sprich, wenn ihr euch wenn ihr dann bei 28, 29 Grad inkubiert, werdet ihr ausgewogen Männchen, Weibchen vom Geschlechterverhältnis haben. Das Gleiche trifft auf fast alle Arten von Landschildkröten zu, also auf die europäischen Testudos trifft es zu, auf die Aldabras trifft es wohl zu. Trickigerweise scheint es tatsächlich so zu sein, dass es ein paar wenige südostasiatische Schildkröten gibt, die da eine Ausnahme bilden. Diese Kuoras als Gattung sind wohl andersrum, also die sind dann nicht MF, sondern FM, ne? Also kühle Temperaturen Female, warme Temperaturen Male wie Männchen. Die Kuora sind so, ich habe mir noch 2, 3 notiert, die Manurias und die Platinotas, genau, sind alles Südostasiaten. Das habe ich aus Terrarianer-Züchterkreisen. Der Jörg Müller, den wir ja auch schon vorgestellt haben als seine Schildkrötenfarm, das ist so persönliche Information von ihm, dass er da dies so rum festgestellt hat, dass das bei denen gerade andersrum ist. Ne? Aber ansonsten die gängige Variante oder bei meines Wissens außer diesen Schildkröten, die ich gerade genannt habe, hat man bei den Reptilien, die in diese Kategorie fallen, diese MF-Variante, kühler Männchen, wärmer Females und scheinbar diese 32-Grad-Marke. Also es wird sich unterscheiden bei den Reptilien vermutlich, um vielleicht ein paar Zehntelgrad oder vielleicht auch um 1, 2 Grad. Aber diese 32 Grad scheinen wirklich artenübergreifend so der Knackpunkt von der Temperatur zu sein. Ich habe vorher gesagt, es gibt 3 Arten von dieser TSD. Ne? Man sagt, theoretisch sagt man 1a und 1b. 1a und 1b ist das, was ich jetzt schon im ersten Teil erzählt habe. Also 1a ist diese gängige, wie bei den Schildkröten oder bei den, was hatte ich in der Hand? Bardergamen, Schildkröte und Bardergamen. M und F, Male und Female, ne? Kühler Male, wärmer Female. Der Typ 1b ist das, was ich dann im zweiten Teil erzählt hatte, bei den südostasiatischen Schildkröten zum Beispiel, wo es gerade andersrum ist. Ne? FM, Female, Male, kühlere Temperaturen gibt Weibchen, wärmere Temperaturen gibt Männchen. Das ist der Typ 1b. Und dann gibt es den Typ 2, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar der gängigste bei den Reptilien. Das ist der FMF, Female, Male, Female, ne? FMF. Das heißt, kühle Temperaturen gibt Female, Temperaturen zwischendrin gibt Male und wieder ganz warme Temperaturen gibt wieder ein Female. Ja? Bei Krokodilen hat man das ziemlich
intensiv untersucht. Ne? Man hat wirklich Hunderte bis sogar, ich glaube insgesamt bei der Studie werden es wohl über 2000 Krokodile sein, die man untersucht hat. Eine große Menge an Mississippi-Alligatoren, diese Paleosuchus hier, ne? Diese Glattstirnkaimane hat man mit untersucht. Man hat Nilkrokodile untersucht. Ja, jede Menge an Krokodilen, weil die Krokodile ja auch in der Lebensmittelindustrie oder in der Lederindustrie verwendet werden. Ich glaube, aus dem Grund hat man sich da wahrscheinlich besonders Mühe gegeben, das zu untersuchen. Und man hat eben dann herausgefunden, niedrige Temperaturen geben Weibchen. 24 Grad ist so eine Marke, wo man fast nur Weibchen bekommen hat. Dann das Mittelfeld gibt Männchen und Weibchen. Und das Ganze geht hoch bis auf 34 Grad. Bei 34 Grad hat man wieder lauter Weibchen. Ne? Also Weibchen, Mittelfeld Männchen und ab 34 Grad wieder lauter Weibchen. So wie das hier, auch ein Weibchen. Wahrscheinlich auch zu warm gebrütet. Relativ närsches Weibchen, wie ihr jetzt gesehen habt. Ja, vielleicht liegt es daran, zu warm gebrütet. Genau, das ist eigentlich der häufigste Fall. Den haben wir wie gesagt, bei den Krokodilen. Bei den Leopardgeckos haben wir das Ganze so. Da sind es allerdings dann keine 34 Grad, sondern ich glaube, man sagt bei 32 Grad wieder, kippt das Ganze wieder zugunsten der Weibchen. Und bei den afrikanischen Dickschwanzgeckos hat man das zum Beispiel auch. Und es wird noch einige andere Reptilien geben. Also ich habe im Vorfeld mal probiert zu überlegen, zu recherchieren, bei welchen das so ist. Aber das sind so die gängigsten, die mir eingefallen sind und die ich auch über irgendwelche Recherchen gefunden habe. Ja, sind das so die häufigsten Arten. Und wie gesagt, bei denen ist es auch relativ gut untersucht. Anhand von wirklich mehreren tausend Tieren konnte man das so feststellen. Oder bei den Leopardgeckos, wisst ihr selber, werden wirklich zu Hunderttausenden gezüchtet. Und da hat man das Ganze auch so durchprobieren können. Und deswegen hat man da relativ fundierte Informationen. Was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, diese TSD findet in der mittleren Zeitspanne der Inkubation statt. Ne? Also so, ja, wenn er die Zeitspanne drittelt, in dem mittleren Teil findet die statt. Natürlich hängt die Inkubationsdauer auch stark von der Temperatur ab. Habe ich zum Beispiel 24 Grad als Bruttemperatur, habe ich eine viel längere Spanne, wie wenn ich jetzt mit 34 Grad brüte, dann habe ich eine viel kürzere Spanne. Also muss man trotzdem immer sehen, diese Geschlechterbestimmung findet in der Mitte der Inkubationszeit statt. Ne? Also das heißt, wenn ihr die am Anfang warm haltet, in der Mitte kühl haltet und am Schluss wieder warm haltet, dann wird die kühle Phase in der Mitte ausschlaggebend sein, um das Geschlecht zu bestimmen. Noch wichtig in dem Zusammenhang, was mir gerade einfällt, ich kann es natürlich nicht beliebig weitermachen. Ich kann nicht, also die niedrigste Temperatur bei den Reptilien wird wohl irgendwo so oder je nach Reptilienart, aber die liegt irgendwo zwischen 22 und 24 Grad. Drunter entwickelt sich gar nichts aus dem Reptilienei. Genauso die höchste Temperatur, ne? Die wird wohl bei 34, vielleicht 36 Grad sein. Wenn ich noch höher gehe, sterben die Embryonen ebenfalls im Ei ab. Ne? Also macht auch keinen Sinn. Also ihr müsst euch man muss sich innerhalb dieser Temperaturgrenze natürlich auch bewegen. Sonst kann ich keine Geschlechter steuern, sondern ich würde die Eier einfach abtöten. Das hört sich toll an mit der Geschlechterbestimmung. Wir wissen, oder die Terrarianer wissen, dass in der Regel immer ein Mädchenbedarf herrscht in der Terroristik. Ne? Meistens haben wir zu viel Männchen, zu wenig Weibchen. Also von dem her wünscht sich eigentlich jeder Terrarianer, dass man möglichst viele Mädchen
bekommt, auch bei den Leopardgeckos, wird in der Regel auf Weibchen inkubiert. Ne? Dann kann man als Baby kann man die Geschlechter nicht erkennen, aber dann habe ich ein Jungtier, kann sagen, okay, ist auf Weibchen inkubiert und der Käufer kann davon ausgehen, dass er sich das Jungtier, was er kauft, ein Weibchen wird und er somit in seine bestehende Zuchtgruppe später vielleicht mit einfügen kann. Ne? Man hat ein Männchen, mehrere Weibchen, also braucht man immer mehr Weibchen. Ne? Deswegen, oder das ist ja vielleicht auch der Background, wieso wir Terrarianer uns diese TSD zu Nutzen machen. Gibt aber auch, oder es hat auch ein bisschen seine Schattenseiten. Zum einen ist es tatsächlich so, dass die generell haben die Reptilien genauso männliche und weibliche Chromosomen, wie wir Mensch haben. Ne? X- und Y-Chromosomen. Bei den Reptilien ist das ähnlich. Zumindest haben sie männliche und weibliche Chromosomen. Wenn ich jetzt ein Tier habe oder ein Embryo habe, das von der genetischen Veranlagung ein Männchen sein sollte und ich durch diese Inkubationstemperatur aus diesem genetischen Männchen ein Weibchen mache, das dann am Schluss auch als Weibchen schlüpft, dann habe ich ein vollwertiges Weibchen. Das Weibchen kann auch ganz normal sich fortpflanzen. Das Weibchen lässt sich zumindest äußerlich optisch nicht unterscheiden, aber für die Genetiker lässt sich es tatsächlich an den Chromosomen unterscheiden. Ich habe ein Weibchen, das allerdings männliche Chromosomen hat. Ne? Welche Auswirkungen das hat, ob in der Zucht oder langfristig, ich habe nichts darüber gefunden. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwelche Studien dazu gibt, ob das vielleicht auch negative Auswirkungen haben kann. Ich denke mir, ganz so hat sich das die Natur nicht gedacht, dass man hier in Anführungsstrich im großen Stil sämtliche genetischen Männchen dann doch zu Weibchen macht, weil wir Terrarianer überwiegend Weibchen brauchen. Oder wie jetzt bei den Krokodilen, weiß nicht, in welche Richtung das da gesteuert wird, aber die Fleischindustrie, die ja die Krokodile nutzt, oder die Lederindustrie, ob das da vielleicht früher oder später doch irgendwelche Auswirkungen hat, das wird man erst die nächsten Jahre feststellen können. Rein praktisch, so viel kann man definitiv sagen zum heutigen Punkt, sind diese genetischen Männchen, die praktisch Weibchen sind wie gesagt genauso gesund, wachsen genauso schnell, konnte man bei den Krokodilen feststellen, also kommen genauso groß auf die Welt, entwickeln sich genauso gut, pflanzen sich genauso gut fort, also von daher keine Nachteile. Aber wie gesagt, diese Information einfach als Hintergrundinformation. Ich habe gesagt, mehrere Nachteile. Der zweite Nachteil ist gravierender, den gibt es tatsächlich. Thema Klimaerwärmung. Die Meere werden immer wärmer, die Gebiete werden immer wärmer. Und man hat bei Meeresschildkröten wohl schon entdeckt und schon das Problem, dass man viel mehr Weibchen wie Männchen hat. Ich glaube, auf 100 geschlüpfte, also gibt eine Studie darüber, auf 100 geschlüpfte Meeresschildkröten käme nur noch ein Männchen. Wie weit das, also man wird sicherlich nicht auf sämtliche Meeresschildkröten der Welt verallgemeinern können. Aber das ist natürlich was, wo jeder von uns die Problematik mit Klimaerwärmung kennt, jeder von uns. Ich glaube, mittlerweile streitet sie niemand mehr ab. Selbst die größten Ex-Präsidenten dieser Welt, die es am Anfang immer abgestritten haben, sehen mittlerweile ein, dass es eine Klimaerwärmung gibt. Also wird es langsam bis zum Letzten vorgedrungen sein. Und tatsächlich macht sich das an den Geschlechtern bemerkbar, dass, wie gesagt, das Verhältnis Männchen zu Weibchen sich zu Ungunsten in eine Richtung verschiebt. Ne? In dem Fall in der Regel zu Ungunsten der Männchen, ne? Dass es zu wenig Männchen gibt. Um nochmal auf die Dinos zurückzukommen, ich denke hier der Trigonatus, der passt am besten zu den Dinos, nicht weil er so ein Stinker ist, sondern weil er entwicklungsgeschichtlich am nächsten an den Dinosaurier dran ist. Also es gibt tatsächlich die Vermutung, durch diese neuen Erkenntnisse, was die TSD
Untersuchungen gezeigt haben, dass es durchaus möglich wäre, dass die Dinosaurier ausgestorben sind aufgrund der Eiszeit. Ne, die Dinosaurier sind ja in so eine Eiszeit reingeschlittert, um das jetzt mal primitiv auszudrücken. Und dieser Rückgang der Temperaturen, die es damals gab, ne, kann natürlich auch dazu geführt haben, dass die eierlegenden Dinosaurier oder diese Eier sich dann geschlechtertechnisch ungünstig entwickelt haben und nur noch Männchen, Weibchen, je nachdem, wie die Dinosaurier-Eier oder in welche Gruppe die Dinosaurier-Eier reingehört haben. Eben aufgrund dessen nur noch ein Geschlecht geboren wurde und dadurch die Dinosaurier immer weniger wurden und ausgestorben sind. Das ist so eine Theorie, die sich eben auf die TSD-Untersuchungen stützt und die durchaus Sinn macht, wenn man sich das genau überlegt. Die ganze Folge hatte viel, ich sag mal, viel Theorie, aber auch viel Theorien beinhaltet. Die Untersuchungen oder die Sachen, die ich angesprochen habe, sind zum Teil noch relativ neu. Das ist ein Thema, das für mich auch, ich möchte nicht sagen, das Thema war nicht neu für mich, dass man natürlich viele Reptilien durch die Inkubationstemperatur die Geschlechter steuern kann. Das weiß ich auch seit 10, 15, 20 Jahren. Aber ich habe mich mit dem Thema nie so intensiv befasst. Im Prinzip jetzt erst durch die Reptil-TV-Recherche. Ich hatte auch über Facebook dazu aufgerufen, was ihr darüber wisst oder ob ihr Erfahrungen habt. Interessanterweise kam da gar nicht viel dabei raus. Normalerweise, wenn ich in Facebook was reinschreibe, na, was wisst ihr, was denkt ihr, dann kommen zig Beiträge. Da kamen, ich glaube, insgesamt, ich weiß nicht, vielleicht 5 Beiträge oder so. Was hat mich eigentlich überrascht. Das zeigt aber, dass dieses Thema, ich denke, so ziemlich jeder von uns weiß es, dass es geht. Aber die meisten wissen vielleicht auch in ihrem Gebiet, sei es Leopardgeckos oder Bardagamen, wie man es machen kann. Aber so ein umfassendes Wissen oder so viel Background-Wissen haben wir vielleicht alle nicht. Deswegen ist es wirklich unheimlich spannend. Also mich hat es völlig fasziniert, als ich hier ein wenig recherchiert habe. Und ich bin gespannt, ob es euch genauso geht. Postet es unten in die Kommentare rein. Vielleicht, wie gesagt, was ihr darüber wisst oder wenn ihr interessante Arbeiten darüber gefunden habt, sei es im Internet, in irgendwelcher Literatur, postet es unten. Oder wenn ich irgendeinen Mist erzählt habe, ne, kann ja sein, dass irgendwas nicht stimmt, zum Beispiel, dass die Bardagamen vielleicht auch in den Typ 2 reingehören, ne, in diesen Weibchen-Männchen-Weibchen-Typ reingehören, ne, wäre durchaus auch möglich. Oder dass ich mit meinen südostasiatischen Schildkröten nicht recht hatte, ne, dass die in Weibchen-Männchen-Typ sind. Bin mal gespannt auf eure Kommentare. Eben, lasst es mich wissen und lasst uns drüber reden und checkt die Temperatur. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.